Hallo zusammen, ich bin Henry und willkommen bei DankeCast Deutsch. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Viele von euch lernen Deutsch seit Monaten oder sogar Jahren. Ihr kennt viele Wörter, ihr versteht Grammatik, aber wenn ihr sprechen sollt, dann passiert nichts. Warum ist das so? Lasst uns darüber reden. Hallo, ich bin Emilia. Genau, Henry hat recht. Viele Leute sagen zu mir, Emilia, ich kann Deutsch lesen, ich kann auch schreiben, aber sprechen, das ist so schwer. Und wisst ihr was? Das ist völlig normal. Sprechen ist anders als lesen oder schreiben. Ja, genau. Wenn du ein Buch liest, hast du Zeit. Du kannst langsam lesen. Du kannst ein Wort zweimal lesen, wenn du es nicht verstehst. Aber beim Sprechen? Da hast du keine Zeit. Die andere Person wartet. Du musst schnell denken und schnell antworten. Das stimmt. Und das macht vielen Leuten Angst. Sie denken, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn die Leute mich nicht verstehen? Was ist, wenn ich dumm klinge? Diese Gedanken blockieren dich. Sie machen das Sprechen noch schwerer. Absolut. Aber hier ist die gute Nachricht. Jeder kann sprechen lernen. Du brauchst nur die richtige Methode und etwas Mut. Heute zeigen wir euch, warum ihr vielleicht nicht sprechen könnt und was ihr dagegen tun könnt. Genau. Also Grund Nummer 1, ihr übt nicht genug das Sprechen. Klingt logisch, oder? Aber viele Leute machen das. Sie lernen Vokabeln, sie machen Grammatikübungen, sie schauen deutsche Filme. Aber sie sprechen nie. Ja, das ist wie Schwimmen lernen, ohne ins Wasser zu gehen. Du kannst Bücher über Schwimmen lesen. Du kannst Videos über Schwimmen schauen. Aber wenn du nicht ins Wasser gehst, kannst du nicht schwimmen. Genauso ist es mit dem Sprechen. Genau. Dein Gehirn muss üben, schnell auf Deutsch zu denken. Es muss üben, die Wörter zu finden und Sätze zu bilden. Und das geht nur durch Sprechen, nicht durch Lesen oder Schreiben. Also, was kannst du tun? Ganz einfach. Sprich jeden Tag ein bisschen Deutsch, auch wenn du alleine bist. Du kannst laut vorlesen. Du kannst über deinen Tag sprechen. Du kannst dich selbst fragen, was habe ich heute gemacht? Was möchte ich morgen machen? Ja, du kannst auch Podcasts hören und dann nachsprechen. Wiederhole, was die Leute sagen. Das hilft dir, die richtige Aussprache zu üben und dein Gehirn an die deutsche Sprache zu gewöhnen. Und hier ist eine Frage an euch, unsere Zuschauer. Wie oft sprecht ihr Deutsch pro Woche? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind neugierig. Sprecht ihr jeden Tag einmal pro Woche oder gar nicht? Ja, bitte schreibt uns. Wir wollen wissen, wie ihr lernt. Okay, kommen wir zu Grund Nummer 2. Die Angst vor Fehlern. Das ist ein riesiges Problem. Viele Leute wollen perfekt sein. Sie denken, jeder Satz muss grammatikalisch richtig sein. Aber das ist unrealistisch. Sogar Muttersprachler machen Fehler. Ich mache manchmal Fehler auf Deutsch. Und Deutsch ist meine Muttersprache. Niemand spricht perfekt. Und das ist okay. Genau. Fehler sind gut. Fehler zeigen, dass du lernst. Wenn du nie Fehler machst, dann lernst du nichts Neues. Du bleibst in deiner Komfortzone. Aber um besser zu werden, musst du Risiken eingehen. Ja, und die meisten Leute sind sehr nett. Wenn du einen Fehler machst, werden sie dich nicht auslachen. Sie werden dich wahrscheinlich gar nicht korrigieren. Oder sie korrigieren dich freundlich und dann lernst du etwas. Also, hier ist mein Tipp. Hör auf, perfekt sein zu wollen. Dein Ziel ist nicht Perfektion. Dein Ziel ist Kommunikation. Kannst du deine Idee vermitteln? Kann die andere Person dich verstehen? Ja? Dann ist es gut genug. Sehr gut gesagt, Emilia. Okay, Grund Nummer 3. Ihr habt nicht genug Vokabeln für echte Gespräche. Viele Lehrbücher bringen dir Wörter wie der Tisch, die Tür, das Fenster. Aber wann benutzt du diese Wörter wirklich in einem Gespräch? Ja, genau. Diese Wörter sind wichtig, aber sie helfen dir nicht in einem normalen Gespräch. In echten Gesprächen brauchst du Wörter wie eigentlich, übrigens, genau, also, naja. Diese kleinen Wörter machen dein Deutsch natürlicher. Absolut. Und du brauchst auch Phrasen für alltägliche Situationen. Wie bestellst du im Restaurant? Wie fragst du nach dem Weg? Wie sagst du, dass du etwas nicht verstanden hast? Genau, diese praktischen Dinge sind super wichtig. Aber viele Lehrbücher konzentrieren sich zu sehr auf Grammatik und zu wenig auf echte Konversation. Also, was kannst du tun? Lerne Phrasen, nicht nur einzelne Wörter. Zum Beispiel, lerne nicht nur das Wort helfen.
Lerne den ganzen Satz, können Sie mir bitte helfen? Oder kann ich Ihnen helfen? Ja, und schreib dir kleine Listen mit nützlichen Phrasen. Zum Beispiel Phrasen für das Restaurant, Phrasen für den Arzt, Phrasen für Smalltalk. Dann übst du diese Phrasen laut. Genau. Und noch ein Tipp. Schau dir deutsche YouTube-Videos an, aber nicht nur zur Unterhaltung. Achte auf die Phrasen, die die Leute benutzen. Schreib sie auf und übe sie. Sehr guter Tipp. Okay, kommen wir zu Grund Nummer 4. Ihr denkt auf Deutsch wie auf Englisch oder eurer Muttersprache. Das ist ein großes Problem. Jede Sprache hat ihre eigene Logik. Ja, genau. Zum Beispiel, auf Englisch sagst du I am cold. Auf Deutsch sagst du mir ist kalt. Wörtlich heißt das to me is cold. Es ist anders, oder? Genau, und wenn du versuchst, Wort für Wort zu übersetzen, klingt dein Deutsch komisch. Du musst auf Deutsch denken, nicht übersetzen. Aber wie macht man das? Das ist schwer, besonders am Anfang. Mein Tipp ist, lerne ganze Sätze, nicht nur Vokabeln. Wenn du einen Satz lernst, lernst du automatisch die Struktur. Ja, und je mehr du hörst und liest, desto mehr gewöhnt sich dein Gehirn an die deutsche Struktur. Mit der Zeit wirst du nicht mehr übersetzen müssen. Die Sätze kommen automatisch. Genau. Es braucht Zeit, aber es passiert. Sei geduldig mit dir selbst. Okay, Grund Nummer 5. Ihr habt niemanden zum Üben. Das ist ein echtes Problem. Viele Leute lernen alleine zu Hause. Sie haben keine deutschen Freunde, keine Sprachpartner. Ja, das ist schwierig. Aber heute gibt es so viele Möglichkeiten online. Du kannst Sprachpartner auf Apps wie Tandem oder HelloTalk finden. Du kannst Online-Kurse machen. Du kannst sogar mit dir selbst sprechen. Ja, mit sich selbst sprechen klingt vielleicht komisch, aber es hilft wirklich. Du kannst deinen Tag beschreiben. Du kannst eine Geschichte erzählen. Du kannst über deine Pläne sprechen. Das ist alles gute Übung. Genau. Und du kannst dich selbst aufnehmen. Nimm dein Handy und sprich auf Deutsch. Dann hör dir die Aufnahme an. Du wirst hören, wo du Fehler machst und du kannst dich verbessern. Das ist ein super Tipp. Ich mache das auch manchmal, um meine Aussprache zu überprüfen. Okay, eine Frage an euch. Habt ihr einen Sprachpartner oder lernt ihr alleine? Schreibt es in die Kommentare. Ja, und wenn ihr alleine lernt, schreibt uns, was eure größte Herausforderung ist. Wir lesen alle Kommentare und versuchen, in zukünftigen Videos eure Fragen zu beantworten. Perfekt. Okay, kommen wir zu Grund Nummer 6. Ihr versteht nicht genug. Viele Leute denken, sie verstehen Deutsch gut. Aber wenn ein Deutscher schnell spricht, verstehen sie nichts. Ja, das ist frustrierend und wenn du nicht verstehst, was die andere Person sagt, kannst du nicht antworten. Das macht das Gespräch sehr schwer. Genau. Also, was kannst du tun? Hör mehr Deutsch. Aber nicht nur langsames, klares Deutsch für Lerner. Hör auch normales Deutsch. Hör Podcasts, schau Filme, schau YouTube-Videos. Ja, am Anfang wirst du nicht alles verstehen und das ist okay. Mit der Zeit wird dein Ohr besser. Du wirst mehr und mehr verstehen. Genau. Und wenn du etwas nicht verstehst, ist das kein Problem. In einem echten Gespräch kannst du sagen, Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Oder können Sie bitte langsamer sprechen? Ja, diese Sätze sind sehr wichtig. Lerne sie auswendig. Sie werden dir in vielen Situationen helfen. Absolut. Okay, Grund Nummer 7. Ihr übt nicht die richtige Art von Deutsch. Viele Kurse bringen dir sehr formelles Deutsch bei, aber in echten Gesprächen sprechen die Leute oft informell. Genau. Zum Beispiel in einem Lehrbuch steht vielleicht, ich habe heute keine Zeit. Aber viele Leute sagen, ich habe heute keine Zeit oder sogar hab heute keine Zeit. Sie lassen Wörter weg. Ja, genau. Und es gibt viele Umgangssprachewörter, die du in Lehrbüchern nicht findest. Wörter wie krass, echt, mega, cool. Diese Wörter sind sehr wichtig für normale Gespräche. Absolut. Also schau nicht nur Lehrbuch Deutsch, schau auch echte deutsche Videos, hör echte deutsche Gespräche. Dann lernst du, wie Leute wirklich sprechen. Genau. Und noch ein Tipp, achte auf Dialekte und regionale Unterschiede. In Bayern spricht man anders als in Berlin. Das kann am Anfang verwirrend sein, aber mit der Zeit gewöhnst du dich daran. Ja, das stimmt. Okay, kommen wir zu Grund Nummer 8. Ihr habt keine klaren Ziele. Viele Leute sagen, ich will Deutsch lernen, aber sie haben keine spezifischen Ziele. Ja, genau. Ein klares Ziel hilft dir, fokussiert zu bleiben. Zum Beispiel, statt zu sagen, ich will Deutsch lernen, sag,
Ich will in 3 Monaten ein einfaches Gespräch im Restaurant führen können. Perfekt. Das ist ein spezifisches, erreichbares Ziel. Und wenn du dieses Ziel erreichst, fühlst du dich gut. Du bist motiviert, weiterzumachen. Genau. Und kleine Ziele sind besser als große Ziele. Sag nicht, ich will fließend Deutsch sprechen. Das ist zu groß und zu vage. Sag, ich will diese Woche 10 neue Phrasen lernen und sie benutzen. Ja, kleine Schritte führen zu großen Erfolgen. Feiere jeden kleinen Fortschritt. Das ist wichtig für deine Motivation. Absolut. Okay, Grund Nummer 9. Ihr seid zu ungeduldig. Viele Leute erwarten, dass sie nach ein paar Monaten fließend sprechen können, aber das ist unrealistisch. Ja, Sprachenlernen braucht Zeit. Es ist wie ein Marathon, kein Sprint. Du kannst nicht in einer Woche perfekt Deutsch lernen, auch nicht in einem Monat. Es braucht Monate und Jahre. Genau, aber das ist okay. Jeder Tag, an dem du Deutsch übst, bringt dich einen Schritt weiter. Vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche dich mit dir selbst von vor einem Monat. Bist du besser geworden? Ja? Dann machst du es richtig. Sehr gut gesagt, Henry. Und noch etwas. Genieße den Prozess. Sprachenlernen soll Spaß machen. Wenn es nur Stress ist, wirst du aufgeben. Absolut. Finde Wege, Deutsch zu lernen, die dir Spaß machen. Magst du Musik? Hör deutsche Musik. Magst du Kochen? Schau deutsche Kochvideos. Magst du Sport? Schau deutsche Sportkommentare. Ja, wenn es Spaß macht, lernst du automatisch mehr. Du bleibst motiviert und machst weiter. Genau. Okay, und jetzt der letzte Grund, Nummer 10. Ihr glaubt nicht an euch selbst. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Viele Leute denken, ich bin nicht gut in Sprachen oder ich werde es nie schaffen. Ja, und diese negativen Gedanken sabotieren dich. Dein Gehirn glaubt, was du ihm sagst. Wenn du sagst, ich kann nicht sprechen, wird dein Gehirn das glauben. Genau. Also ändere deine Gedanken. Sag nicht, ich kann nicht sprechen. Sag, ich lerne gerade zu sprechen oder ich werde jeden Tag besser. Ja, deine Einstellung ist super wichtig. Glaub an dich selbst. Du kannst das schaffen. Tausende Leute haben Deutsch gelernt und du kannst es auch. Absolut. Und denk daran, jeder Experte war einmal ein Anfänger. Niemand wird als perfekter Deutschsprecher geboren. Alle haben klein angefangen und sich hochgearbeitet. Genau, also habt Geduld mit euch selbst, seid nett zu euch selbst und feiert eure Erfolge. Jeder kleine Schritt zählt. Perfekt gesagt, Emilia. Okay, fassen wir zusammen. Warum kannst du Deutsch, aber kannst nicht sprechen? Es gibt viele Gründe. Du übst nicht genug sprechen, du hast Angst vor Fehlern, du hast nicht die richtigen Vokabeln, du denkst in deiner Muttersprache, du hast niemanden zum Üben, du verstehst nicht genug, du lernst das falsche Deutsch, du hast keine klaren Ziele, du bist zu ungeduldig und du glaubst nicht an dich selbst. Ja, genau. Aber die gute Nachricht ist, all diese Probleme haben Lösungen. Du kannst jeden dieser Punkte verbessern. Es braucht nur Zeit, Übung und die richtige Einstellung. Absolut. Und denk daran, du bist nicht allein. Millionen Leute lernen Deutsch. Wir alle machen Fehler. Wir alle haben Schwierigkeiten. Aber wir machen weiter und wir werden besser. Genau. Und wir sind hier, um euch zu helfen. Schaut unsere Videos, übt mit uns und schreibt uns in den Kommentaren. Wir lesen alles und versuchen, eure Fragen zu beantworten. Ja, und jetzt eine letzte Frage an euch. Was ist euer größtes Problem beim Deutschsprechen? Ist es die Angst? Ist es die Vokabeln? Ist es die Aussprache? Schreibt es in die Kommentare. Wir wollen von euch hören. Ja, bitte schreibt uns. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wir machen jede Woche neue Videos für euch. Genau. Und vergesst nicht, übt jeden Tag ein bisschen, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Absolut. Okay, damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dieses Video hat euch motiviert und inspiriert. Ja, danke fürs Zuschauen. Denkt daran, ihr könnt das schaffen. Glaubt an euch selbst und macht weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutschlernen. Ihr schafft das. Tschüss. Tschüss zusammen. Und denkt daran, Fehler sind okay. Sprechen ist wichtiger als Perfektion. Also traut euch und sprecht Deutsch. Genau, wir sehen uns im nächsten Video. Macht weiter so und habt Spaß beim Lernen. Ja, habt Spaß. Und vergesst nicht, uns in den Kommentaren zu schreiben. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis bald. Bis bald. Tschüss.